Unförmige Steine in Kunst verwandeln. Das Steinbildhauerhandwerk gehört zu den ältesten Handwerkskünsten überhaupt. Kim Hiller ist Meisterin ihres Fachs. Ich habe vor, eine Frauenskulptur zu gestalten. Die ist als Steinmetzin dargestellt, mit der Zunft und mit dem Hemd. Sie steht auch da in der Bewegung und haut sich sozusagen selber aus einem Steinfindling raus. Ich muss natürlich auch schauen, ist das Material für außen oder für innen geeignet, dass man das passende Modell mit aussucht. Und da fängt eigentlich die Kunst schon an. Diesen riesigen Sandstein möchte Steinbildhauerin Kim Hiller in eine Frauenskulptur verwandeln. Den Stein hat sie persönlich im Steinbruch ausgesucht. Der Miltenberger Sandstein ist der traditionelle Stein für die Herstellung plastischer Skulpturen. In ihrer Werkstatt im Norden Baden-Württembergs will sie diesen 3 Tonnen schweren Klotz zu einer filigranen Figur verwandeln. Ein Mammutprojekt. Der Stein wird in seiner ganzen Größe erst nach dem Aufstellen im Hof von allen Seiten sichtbar. Und da zeigt sich ein Problem, mit dem Kim nicht gerechnet hat. Der Stein hat einen Riss. Und hier zieht er sich schon weiter durch. Wir müssen jetzt später im Endeffekt erst einmal schauen, wenn ich anfange, den Stein zu bearbeiten, wenn wir die Schablone einrichte, wie die Schablone passt, beziehungsweise wo ich mit dem gesunden Stein weiterarbeiten kann. Also hoffen, dass Kim ihre Vorstellungen verwirklichen kann. Als Vorlage dient der Steinbildhauerin ein Modell, das ihr Handwerk verkörpert. Ich wollte eigentlich mit der Skulptur für den Nachwuchs zeigen, dass auch Frauen selber über ihren Schatten springen können oder auch über sich hinauswachsen können und auch schwierige Aufgaben bewältigen können. Als erstes wird Maß genommen. Die Steinmetzin legt den Mittelpunkt der Skulptur fest. Von ihm geht alles aus. Ich messe mir jetzt die Mitte raus vom Stein, dass wir auch später einen Anhaltspunkt haben, dass unsere Figur in Mitte vom Stein sitzt. Natürlich müssen wir sie später ein bisschen schräg mit reinsetzen, dass wir uns Ganze dem Stein ein bisschen mit anpassen dann. Die Schablone dient zur Übersetzung des Modells. Sie ist die zweidimensionale Vorderseite des 3D-Modells. Kims Mann Sandro assistiert. Der Stein ist über 2 Meter hoch. Um einen Überblick zu bekommen, beginnt Kim oben, dort, wo der Kopf entstehen soll. Ich brauche das Gerüst jetzt, um an die obere Fläche zu kommen, weil ich muss jetzt von oben jetzt alles einflexen. Und mit meiner Größe, mit der Steingröße ist das leider sonst anders nicht machbar. Wir haben jetzt hier uns die komplette Fläche mit angezeichnet und dieser ganze Bereich, also die ganze Fläche, wird jetzt komplett abgetragen sozusagen. Das Gleiche findet dann auf der rechten Seite statt, dass man den Kopf schon freistehend hat. Als erstes benutzt die Steinmetzin die Flex. Mit der groben Säge schneidet sie mehrere Schnitte in den Stein. Beim Sandstein ist es wichtig, dass sie sich vorsichtig an den Kern des Steins herantastet, denn Sandstein ist weich und kann schnell brechen.
Ich arbeite mich jetzt hier immer mit kleinen Flexschnitten immer weiter voran, bis hier vorne. Und wenn ich hier vorne bin, kann ich mir immer Stück für Stück das Material, also die stehen bleibenden Bossen, abhauen. Bossen sind die Stücke eines Natursteins, die weggeschlagen werden müssen. Geschlagen wird mit unterschiedlichen Werkzeugen. Ich nehme jetzt hier einen Fäustel und den Sprenger, weil ich hier jetzt am allerbesten in die Fläche mit reinkomme. Beim Spitzeisen hier sieht man genau, dass ich jetzt zum Beispiel hier nur eine Spitze habe, mit dem ich die Oberfläche oder die Fläche abtragen kann. Und bei dem Zweizahn hier habe ich im Endeffekt 2 Druckpunkte, wo ich mir die Fläche weiter mitarbeiten kann. Das Ganze führe ich jetzt immer weiter fort, bis ich mir die Fläche komplett weiter runtergesetzt habe und fange dann wieder mit den Flexschnitten an. Steinbildhauerei ist ein Knochenjob. Kim ist eine der wenigen Frauen in diesem Handwerk. Vor allem ist es schwierig mit Männern, wo zum Beispiel älter sind als ich. Man hat schon viele Situationen erlebt, wo es dann hieß, ich lasse mir von dir nichts sagen. Oder eine Frau hat mir gar nichts zu sagen. Ist natürlich der typische Satz, was dann kommt, das ist klar. Da muss man sich schon durchbeißen, muss ich sagen. Die Arbeit als Steinmetzin ist langsam, mühsam und produziert neben Muskelkater eine Menge Staub und Dreck. Also Schwierigkeit oder Probleme mit Dreck. Also man sollte schon gern dreckig werden, sage ich mal so. Wahrscheinlich nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache. Und eine Dose Spülung für 2 Haarwäsche braucht man. Beim Bossen wegsprengen ist die richtige Schlagtechnik das A und O. Die Schläge dürfen nicht in die Mitte des Steins gehen, sonst könnten Risse im Inneren entstehen und der Stein wäre unbrauchbar. Hier sieht man es jetzt, wenn ich jetzt hier in dem Winkel hier weiter klopfe, zum Beispiel wenn ich jetzt hier ansetze, kann ich mir einen relativ großen Teil wegsprengen. Aus dem Grund, weil ich hier schon jetzt einen leichten Riss mit drin habe und ich schlage jetzt außerhalb vom Stein. Das heißt, ich hole es mir so mit einem großen Druck dann im Endeffekt weg. Hunderte, Tausende, unzählige Schläge werden nötig sein, um aus diesem Stein eine Skulptur zu formen. Man sieht jetzt hier zum Beispiel schon, dass das Material an der Stelle weicher ist wie hier an der Stelle. Ganz klar, ich habe hier teilweise gelbe Sandstein, also gelbe Einschlüsse. Das ist vom Bearbeiten weicher wie die rote Seite hier zum Beispiel. Von dem her muss man beim Bearbeiten dann schon immer schauen, dass es hier natürlich weicher weggeht und hier natürlich fester. Also muss ich natürlich von der Bearbeitung mich da schon wieder mit anpassen dann. Wir haben hier teilweise dunkelrote Anteile mit dabei. Hier geht es wieder über ins Hellrote. Ich denke, für die Skulptur gibt es jetzt auch was her, wenn wir hier die verschiedenen Farbunterschiede, die verschiedenen Maserungen mit dabei sehen, wie wenn ich jetzt nur ein komplett einheitliches, einfarbiges Material habe. Nachdem die Steinmetzmeisterin die erste grobe Form gesägt und freigeklopft hat, zeigt sich schnell, der Riss, der beim Aufstellen zu sehen war, zieht sich glücklicherweise nicht durch die Mitte des Steins. Die Arbeit kann weitergehen.
Wir haben jetzt hier auf der Seite ist jetzt eigentlich alles in Ordnung soweit. Wir haben jetzt im äußeren Bereich jetzt noch ein bisschen Schlacker mit dabei. Das ist aber in Ordnung. Das kommt dann weg. Unser Kopf befindet sich in dem Bereich. Und von hier aus sieht das Material sehr gut aus eigentlich. Gerade für die Kopfseite ist es hier absolut in Ordnung. Ich muss jetzt hier natürlich achten, wenn ich mir jetzt hier jetzt natürlich ein Stück raushau, das jetzt zum Beispiel 3 cm tief ist, oder ich hau mir jetzt hier ein Stück weg, dann kann es sein, dass die Hälfte von meinem Kopf schon weg ist. Oder der Kopf hat jetzt hier schon ein Loch. Sieht natürlich hier jetzt noch extrem viel Material aus, aber ich bin hier natürlich schon extrem nah an der Form dran. Das heißt, ich muss hier schon schauen, dass mir jetzt hier kein großes Stück wegbricht dann. Große Winkel? Nee. Ich muss jetzt hier erst mal gucken. Das müssen wir später noch ein bisschen abtragen. Hier kann ich jetzt natürlich direkt mit Bleistift mit dran. Nur hier muss ich mir eben dann eine Verlängerung bauen, wo ich mir hier hinten die Punkte wieder rüberhole dann. Das sind jetzt natürlich nur ungefähre Anhaltspunkte. Die genauen Punkte werde ich später dann mit übernommen. Immer wieder muss sie ausmessen, abgleichen und anzeichnen, um nicht zu viel Material wegzuschlagen. Müsstest du jetzt mal kurz den Winkel heben? Essentiell beim Steinbildhauerhandwerk ist das räumliche Vorstellungsvermögen. Aus einer zweidimensionalen Zeichnung muss am Ende ein dreidimensionales Werkstück mit runden Formen entstehen. Bist du es weg? Je feiner der Stein geformt wird, desto gefährlicher ist die Bearbeitung. Gerade filigrane Stellen wie Arme oder etwa der Kopf und der Hals sind besonders anfällig für Erschütterungen. Wenn ich draufschlage ins Innere vom Hals, kann es natürlich sein, dass mir der Kopf abbricht. Deshalb muss man hier jetzt schon genau aufpassen, in welche Richtung ich meine Hiebe setze oder in welche Richtung ich die Kraft verlagere und halt viel mit der Flex jetzt vorarbeite, dass man dem schon komplett aus dem Weg geht. Um kleinere Steinstücke gezielt abschlagen zu können, benutzt Kim einen Druckluftmeißel. Durch die Vibration des Werkzeugs lässt sich der Stein ganz vorsichtig formen. Beim Erschaffen einer Skulptur schlägt die Bildhauerin jeden Tag mehrere Kilo Stein ab. Kims Mann Sandro hilft selbstverständlich beim Aufräumen. Die beiden sind Handwerker mit Leib und Seele. Der Besen zum Beispiel, den haben wir zum Polterabend gekriegt. Ja, eine Mistschaufel habe ich genauso gekriegt. Ja, alles Praktische. So richtig romantisch. Ja, absolut. Den hat mir mein Mann zum Geburtstag geschenkt. Die Schubkarre? Ja. Er sagt immer, alles, was man selber braucht, muss man sich selber schenken. Ist es so, ja? Sandro? Man braucht immer irgendwas. Im nächsten Schritt benutzt Kim ein Werkzeug, das nur in der Bildhauerei verwendet wird. Ein sogenanntes Punktiergerät. Das Punktiergerät wurde im 18. Jahrhundert erfunden.
Mit ihm können alle Punkte einer Skulptur ermittelt werden. Wir haben jetzt hier unser Punktiergerät. Das ist ein Bildhauerwerkzeug, um die feineren Punkte mit einzumessen. Ich habe mir jetzt hier den Punkt eingestellt, fahre jetzt hier mit der Nadel ran an unseren Punkt und stelle mir die Nadel fest. Dann muss ich noch mal kontrollieren, dass alle Schrauben auch richtig zu sind. Ziehe mir den Punkt wieder weg und übertrage jetzt diesen Punkt im Endeffekt auf unser Sandsteinstück. Ich habe mir jetzt das Punktiergerät an unserem Sandsteinstück hier eingehängt, fahre jetzt mit der Nadel hier vor und sehe jetzt genau, wo unser Punkt, was wir uns markiert haben, hier anfängt. Ich habe jetzt noch ungefähr 1 Zentimeter Luft und kann mir jetzt noch hier die Fläche runterarbeiten, bis ich dann auf 1 Zentimeter bin und kann dann später den Ellenbogen alles komplett verziehen. Das Material wird so lang abgetragen, bis die Nadel wieder am Anschlag ist. Ich bin jetzt mit dem Zahneisen über die Fläche drüber gegangen, wo ich mir meinen Punkt markiert habe. Habe jetzt den Punkt abgenommen und jetzt sieht man direkt, ich bin jetzt perfekt auf 0. Den Vorgang führe ich mindestens 80 Mal durch an dem Stück. Punktezahl, schätze ich mal, wird es mit Sicherheit 80 bis 100 Stück. 80 bis 100 Punkte, tausende Hiebe, ackern wie ein Pferd. Der Beruf Steinbildhauer gehört zum Metier der bildenden Kunst. Voraussetzung dafür ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Steinmetz. Während Steinbildhauer vorwiegend plastisch arbeiten, fertigen Steinmetze hauptsächlich geometrische Formen wie Grabmale, Treppen und Fensterbänke. Nach 80 Arbeitsstunden lässt sich die genaue Form der Skulptur erkennen. Jetzt geht es an die Feinarbeiten. Damit die Skulptur zum detailgetreuen Bildhauerstück wird, muss Kim Haare Augen, Nase, Hände und Faltenwürfe plastisch ausarbeiten. Vertiefungen und Rundungen formt sie mit dem Spitzeisen. Das Spitzeisen ist dafür da, dass ich mir grobe Kuhle mit raushole, wie zum Beispiel hier. Ich kann hier jetzt direkt in das Material mit reinfahren und hole mir direkt die tiefe Stelle mit raus. In der Steinbildhauerkunst gelten Faltenwürfe von Kleidern als besondere Herausforderung. Gerade Faltenwürfe sind sehr speziell. Die meisten Faltenwürfe arbeiten wir im Dreieck mit aus. Deshalb setze ich mir jetzt hier eine kleine Fläche mit an und schaue, dass ich mir hier jetzt den Faltenwurf in die entgegengesetzte Richtung wieder im Dreieck nach unten lege. Die Bleistiftlinien sind für mich nur grobe Anhaltspunkte. Für leichte Vertiefungen, wie etwa für das Aussägen von Linien, benutzt die Steinmetzmeisterin feine Trennscheiben. Wir haben jetzt hier den Dremel.
Der kommt zum Einsatz bei den extremen Feinarbeiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche hier eine ganz, ganz feine Nut, die ist jetzt nur 2 mm stark oder 3 mm stark, komme ich mit dem Eisen natürlich nicht so fein rein. Und hier habe ich ein ganz, ganz feines Sägeblatt. Und dadurch, dass ich den in allen Winkel und Variationen halten kann, komme ich hier sehr gut in jede Ecke oder Linie mit rein. Im fortgeschrittenen Stadium der Skulptur darf Kim keine Schlagwerkzeuge mehr benutzen. Jeder Schlag könnte die Figur zerstören. Vor allem, man sieht jetzt ganz genau, dass der Druck, beziehungsweise ich habe hier an der Vorderseite, habe ich am meisten Gewicht. Die Hinterseite hier ist ganz schmal und hier vorne hängt alles runter. Wenn ich jetzt von hier noch Druck drauf gebe, kann schon gut möglich sein, dass mir der Hals abkracht. Und das wäre fatal. Deshalb wird nur noch ganz vorsichtig geschliffen und gesägt. Das Bearbeiten eines Natursteins hinterlässt Spuren. Durch das Schlagen mit den Spitz- und Sprengeisen entstehen weiße Striche. Die poliert Kim mit einem Sandstrahler weg. Wir haben jetzt hier die weiße Hiebe. Wenn ich jetzt hier mit der Sandstrahlanlage über die komplette Fläche drüber gehe, über die Naturfläche und über die bearbeitete Fläche, kann ich mir die Hiebe rausholen und hab die weiße Fläche, die weiße Hiebe nicht mehr, sondern habe dann eine gleiche Oberfläche zur Naturfläche. Mit jedem Tag nimmt die Skulptur weiter Form an. Weitere feine Details werden herausgearbeitet. Die Skulptur gleicht in ihren Facetten mehr und mehr dem Originalmodell. Wir haben jetzt hier die letzte Oberflächebearbeitung. Ich schleife jetzt mir die Hände noch zurecht, weil ich kann jetzt hier mit der Druckluft, kann ich jetzt nicht mehr hingehen. Die wäre zu arg vom Druck. Ich habe jetzt hier 2 unterschiedliche Schleifmaterialien in der Hand. Hier habe ich einen Schleifstein, der ist ein bisschen gröber. Und hier habe ich ein bisschen ein feineres Schleifpapier. Das Schleifpapier ist recht gut, weil ich kann mir das immer zurechtknicken und komme jetzt hier zum Beispiel bei den Händen ganz gut in die Kuhle mit rein. Und bei den Händen zeichne ich mir die grobe Form, die grobe Skelett, zeichne ich mir an. Und was mir immer hilft, ich achte immer selber auf meine Hand. Wenn ich jetzt hier stehe und den Meißel hebe, kann ich immer achten, wie bewegt sich jetzt die Oberfläche oder wo befindet sich jetzt ein Knochen, wo ich jetzt zum Beispiel noch eine Falte mit rausnehmen kann. Bis die Frauenskulptur aufgestellt wird, müssen Stücke des Steins erhalten bleiben. Hier habe ich jetzt noch Transportsicherungen mit dran gelassen und wenn die Skulptur zum Beispiel verkauft ist oder versetzt wird und an Ort und Stelle steht, kann ich dann hier die Durchbrüche noch komplett aufmachen dann. Die Hautpartien im Gesicht, vor allem Augen, Mund und Nase, müssen besonders vorsichtig geschliffen werden. Hier zählt jeder Millimeter. Ich habe jetzt hier einen unterschiedlichen Dremelaufsatz. Der hier ist zum Beispiel kein Sägeblatt wie vorhin, sondern ich habe hier jetzt ein rundes Sägeblatt und komme hier dann viel besser zum Beispiel beim Gesicht in die Rundung und in die Ecke mit rein.
Wir haben jetzt hier unseren Dorn an oberster Stelle von unserer Skulptur. Den gleichen haben wir hier am Modell. Das war unser oberster Punkt vom Punktiergerät, wo wir hier oben mit eingehängt haben. Und unten haben wir noch 2 Füße gehabt zum Einhängen. Da wir das Punktiergerät jetzt nicht mehr brauchen, ist das jetzt der letzte Punkt, wo wir jetzt entfernen müssen und können dann unsere Haare wieder fertig machen und können sie dann drüber legen. Wir haben jetzt hier unsere Haarstruktur. Der Oberkopf ist ganz wichtig, dass ich jetzt zum Beispiel hier beim Zopf, bei dem Flechtwerk, muss ich natürlich oben schon schauen, welche Fläche geht jetzt höher, welche Haare gehen tiefer, welche gehen niedriger. Und hier muss ich schon schauen, dass ich die richtige Form und den richtigen Schwung beim Zopf hier mit nach unten lege. Bei den Haaren hier unten ist es wichtig, dass ich sie hier relativ viel aushöhle, dass ich auch viel Schwung mit hinbekomme. Nach 100 Arbeitsstunden ist die Frauenskulptur fertig. Zum Schluss trägt Kim eine Schutzschicht auf, die den Stein vor Feuchtigkeit schützt. Denn ungeschützter Sandstein würde mit der Zeit verwittern. Was jetzt zum Beispiel bei dem Sandstein hier sehr sichtbar ist, Sandstein ist ein sehr saugender Stein, also der zieht die Imprägnierung sehr schnell mit ein. Es kann sein, dass ich jetzt hier noch mal 2-mal mit drüber gehe, dass der Stein sich richtig vollsaugt mit der Imprägnierung. Was auch wichtig ist, wenn der Stein mit der Zeit über mehrere Jahre ein bisschen eine grüne Patina, also ein bisschen Dreck mit aufweist, dass man rechtzeitig sauber macht und jetzt nicht wartet, bis er komplett voll ist mit Grünbelag, dass man einfach noch mal drüber reinigt und dann, wenn er trocken ist, wieder imprägniert. Eine Skulptur aus Stein ist eine Mischung aus Handwerk, Kunst und jeder Menge schwerer Arbeit. Ich sehe jetzt, was ich die letzten 100 Stunden geleistet habe, welcher maschinelle Einsatz dahinter war, welche Handarbeit mit dahinter war. Und das ist für mich einfach das Schöne. Eine Frau, eine Handwerkerin, die sich selbst aus einem Stein herausschlägt, befreit und emanzipiert. Kim Hillers Statement für die Frau im Handwerk. Das hieß, die Frau gehört in die Küche und der Mann ist draußen auf der Arbeit. Ich finde, das kann man heutzutage schon zeigen, dass sich das schon ein bisschen gedreht hat und gewechselt hat. Mit der Skulptur wollte ich darstellen, dass auch die Frau große Aufgaben bewältigen können, auch die größer sind als man selber oder stärker sind als man selber und dass es eigentlich kein Hindernis gibt, welches man nicht überwinden kann. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.